Was geht ab? Man könnte denken, es ist 2021. Wow, verrückt. Fühlt sich sehr krass an, hier zu sein. Und damit herzlich willkommen. Denn wir sind immer noch in Berlin und wir stehen für alle neuen Zuschauer da, wo alles begonnen hat. Mhm. Hier ging die Karriere los vor 6 Jahren ungefähr. Mhm. Krank. Also hier habe ich gewohnt, im 9. Stock, also fast ganz oben. Ich muss mal kurz für den Vibe, muss ich mir reinlaufen. Wie oft ich in der Vorbereitung hier auf diesen Fahrradanbindedingern saß, einfach versucht habe, auf mein Leben klar zu kommen. Da hinten der Müll, Alter, ja, ich muss hier kurz eine kleine Tierpark-Tour machen. Das war der Vibe. Ich weiß noch ganz genau, ich war beim Briefkasten. Hey! Hallo! Kennen Sie mich noch? Ja, na klar, aus der neuen. Ja? Ja, ja. Wohnst du gar nicht mehr hier? Ich wohne nicht mehr hier, ne? Nur noch zu Besuch, oder? Wo wohnst du? Hier, 4. Etage. 14? Ja, ich bin nur zu Besuch. Nostalgie. Ja, ich wohne jetzt wieder im Süden, deswegen. Im Süden, unten, in Bayern wahrscheinlich, ne, oder? Nee, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist schöner als Berlin, ne? Ja. Ländlicher. Ja, schöner, ne? Aber geht's gut euch? Ja, geht so, ja. Ist die Moni immer noch im ersten? Wo? Die Moni im ersten? Nee, die Moni ist schon verstorben. Echt jetzt? Ja, die ist echt verstorben. Wow. Die hatte dann irgendwie der ging es dann ganz schlecht körperlich. Wow. Dann war sie im Krankenhaus und dann ist sie nicht wieder rausgekommen. Wow. Was? Die hat dann wirklich Demenz, also alles total in der Wohnung durcheinander gebracht. Das ging recht schnell. Du warst noch nicht dabei, oder? Ja, in der Wohnung war ich öfters auch mit drin. Nein, dabei nicht wirklich, aber es ging relativ schnell. Ne? Ja. Ja, weil wo ich ausgezogen bin, war sie noch da. Ja. Ich war ja immer der Meistertropfer. Ja, ich weiß. Ja, ich hatte es erzählt. Ja. Ja. Schade. Aber die guckt von oben auf uns runter jetzt. Und freut sich. Ja, krass. Ich wünsche euch was, gell? Ich auch. Ja, Das Liebe, ne? Ja, euch auch. Ciao. Ja, verrückt. Wie läuft das YouTube-Business? Ja, läuft gut. Ja. Ach, ja. Aber hier hat auch einer gewohnt, der hat mir, wenn du das siehst, liebe Grüße auch, der hat mir hier so 20 Flex-Zeitschriften gebracht. Okay, so. okay. Von damals? Ja, von damals noch. Ach, wie geil. Da kam er hoch. Weißt du warum? Weil mein ESN-Paket kam an und seins auch. Aber der Postbote wusste, okay, ESN kommt immer hoch zu mir im 9. Und dann hat er das bei mir aufgestellt. Ich habe schon den Karton aufgerissen und habe dann erst gelesen, scheiße, das war gar nicht meine Bestellung. Und dann bin ich zu dem gegangen, habe dem natürlich nochmal ein Paket bestellt und dem hat 2 gebracht. Und als Dank hat er dann nochmal ein paar Flex-Magazine ausgegangen. Ja, hier wurde immer der Müll fleißig rausgebracht. So wie Sie das jetzt machen, oder? Was? Den Müll wegbringen hier immer. Ja. Wohnen Sie auch in der 72? Nein. Nee? Stimmt, da teilt man sich die Mülltonnen hier, gell? Ich habe hier auch gewohnt, ein halbes Jahr, 6 Jahre. Ich wohne im August 50 Jahre hier. Wow! Ja, schmeißt man Müll weg. Ja. Das Tierpark Bistro, der Dönermann. Jetzt gehen wir mal rüber zum Polenmarkt. Das ist hier halt der Berliner Osten, was soll man sagen? Vom Scheißhaus hatte ich immer besten Ausblick auf das Bärengehege im Tierpark. Real Talk. Wirklich? Ja. Voll. Hier in der Postbank, da wurde, ich glaube, jede 3. Woche der Automat gesprengt. Oh ja, der Ziehharmonika-Spieler ist auch noch da. Gut, was soll sich auch geändert haben, Mann. So lange wohne ich jetzt auch nicht mehr hier. So ein Vibe, jetzt gleich der polnische Stand links, wenn er ums Eck läuft mit den polnischen Gurken. Boah, ich bin ja in so üblen Zuständen schon gelaufen. Also irgendwie völlig ausgelaugt zur Bahn gelaufen, die wir heute auch benutzen werden, by the way. Wir fahren mit der Bahn ins Gym. Klar. Geil. Richtige Vibes mal wieder. Gefällt mir. U5. Dzień dobry. Die sind eine Waffe. Das ist ein Knoblauch hier. Das ist polnische Superpower. Hätte ich nie gedacht, dass ich diesen Ort mal irgendwie vermissen werde. Aber irgendwie ist schon viel erlebt hier auf jeden Fall. Im Rewe waren wir auch oft drin, haben Sachen gekauft, ich erinnere mich. Ja, vor dem Rewe saß ich auch oft. Hier hatte ich auch eins.
hier auf dem Stein da drüben hatte ich so einen meiner Schlüsselerlebnisse meines Lebens, wo ich meine Mutter angerufen hatte und so. Da ging es mir ganz schlecht in der Zeit. Ja, das Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Berlin. Aber eine Zeit, die prägend war in meinem Leben und die man auch manchmal braucht, weißt du. Man sieht jetzt auch immer schön so die Upsides. Wir versuchen ja auch oft euch die Downsides zu zeigen oder die Zeiten, wo auch ein bisschen härter sind, aber so ist schon wichtig, dass man auch manchmal nicht ganz so gute Zeiten durchlebt. Oder ist normal, weil ohne Downs gibt es auch keine Ups und da gibt es nur eine Monotonie. Ist auch, man will es immer vermeiden, aber es ist im Endeffekt auch sehr charakterprägend. Die auf jeden Fall. Schlechten Phasen. Der Charakter wurde hier auf jeden Fall deutlich geprägt. Und auch in der U5, wo wir jetzt hingehen. Aus nostalgischen Gründen wird jetzt natürlich auch kein Ticket gelöst. Da sind sie schon, oder? Die Kontrolleure. Geht schon, ihr macht das schon. Boah, da kommt eine ganze Truppe. Komm, dann holen wir uns doch lieber ein Ticket. Gar kein Fall, das gehört dazu, das ist der Vibe, Alter. Aber der hat schon gelauert. Brauchen wir eine Kurzstrecke? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ich habe noch nie eins gezogen. Moin, alles klar? Keule. Ich mal ein Foto mit dir machen. Ja klar, machen wir. Cool. Wie läuft's? Muss, oder? Passt du mir gut auf Berlin auf, ja? Cool, danke. Sauber, gerne, ich wünsche dir was. Schönen Tag dir, ja? Mach's gut, jawohl, Viel Spaß. ciao. 4 Euro. Ja, das müssen wir. Mehrere Fahrscheine. Achso, ja. Okay, jetzt müssen wir 6 Minuten warten, weil du mit dem Ticket ziehen wolltest. Ich Genau. glaub's ja nicht. Du Wichser. Ich hatte immer eine ganz besondere Technik. Ich bin immer bis zu dem Feuerlöscher da gelaufen oder diesem Feuermelder. Weil man dann exakt bei der Treppe rausgekommen ist, wo es dann hochgeht und ich weniger laufen musste zum Training. Den Fahrtweg schon perfektioniert gehabt. Ja genau, alles perfektioniert. Der ganze Tag war perfektioniert. Ja, das sind flackneue U-Bahnen hier. Siehst du das? Ja, das ist Komplett neu. Auch der Geruch hier drin. Riecht gar nicht nach Crack, Alkohol und Straße. das Land Berlin mal investiert. Ja, haben wir mal in den gerne ein Osten, Ticket mal in den bekommen. Osten investiert. Scheiße. Da lagen hier mal mindestens 3 Alkoholiker auf dem Boden. Das war schon ein schlimmer Zustand. Morgen. Ja, dann fährt man original, wenn ihr die Originalstrecke auffahren wollt, dann fahrt ihr bis zur Samariterstraße. Wie viele Stationen sind es? 6, ne? 5. Der Frankfurter Tor wäre, geht auch. Stimmt, das war ja der Punkt ist genau zwischen den beiden Stationen. Ne? Ja, der Grund, warum ich dann immer Samariterstraße ausgestiegen bin und nicht Frankfurter Tor ist, weil meine Psychologin mir damals gesagt hat, dass du deinen Kopf ein bisschen selber verarschen musst, um diesen Druck abzunehmen, weil ich mir immer mache ich mir heute ja noch mit extrem hohen Druck und hohen Erwartungen in meine Vorbereitung gegangen bin und jedes Training sitzen musste. Mittlerweile kann ich das besser handeln, aber um diesen Druck eben Ausstieg links. zu verkleinern, Exit to the left. musst du andere Wege wählen ins Studio und dann kommst du doch gelassen an. Und ich hatte ja, wie gesagt, jeden Punkt meines Tages, der ist ja fremdbestimmt, beziehungsweise der ist dem Plan angepasst. Und um da langfristig auf jeden Fall, dass wir ein Ticket gezogen haben, Alter. Ja! Wie viel sind es mittlerweile? 50? Was denn? Wenn ich keins habe. 60. Oh, okay. Oder? 120. Ich würde sagen, gibst du uns vielleicht mal ein Käffchen aus. Ja, ich gebe eine Runde Essen aus. Hier hatte ich auch mal eine ganz wilde Eskalation. Ich hatte einen Ladetag bekommen und dann war ich hier bis so 4 Uhr nachts war ich in Berliner Straßen unterwegs und habe mir
habe hier einfach völlig ohne Kontrolle über viele Scheiß Sachen zum Essen reingeheizt. Unter anderem die Pizza Pico XXL. Aha. Ich sehe aber, also nur noch der Name klingt so. Da ist jetzt ein Dönerladen drin, aber da gab es früher so Pizzaschnitten. Hey, hey. Oh gut. So sieht's aus. Milchgesicht. Milchgesicht, was für ein Eck, Alter. Milchgesicht. Kaffee Milchgesicht. Wie konnten wir das vergessen? Ja, legendär. Ja, Urs, vielen Dank für dieses schöne Matcha-Latte-Getränk. Lassen wir das schön weg. Ja, hier hat sich einiges verändert im Milchgesicht. Auf jeden Fall. Für mich gab es hier früher aber keinen Latte Macchiato, sondern meistens immer noch schwarzen Kaffee pur. Mit Süßstoff drin. Das war hier jeden Tag meine Strecke. 4 Jahre durch. Ja. Das ist auch immer die Frage. Auf die alten Zeiten. Oh, ja, Die sind okay. gerade frisch gebacken. Geil. Dankeschön. Vielen Dank. Boah. Was hast du denn da bekommen jetzt? Markus, dann sage ich mal auf die alten Zeiten. Boah, böse mit Apfelfüllung. Noch warm. Halleluja. Ja, Kaffee und Kuchen war da nicht der Vibe. Aber es ist auf jeden Fall Energie, die wir gleich brauchen. Denn die nächste Station wird der gute alte Bunker sein. Was ist da drin? Sekt. Gleiche Füllung, ne? Weiß gar nicht. Kann man machen. Kennt ihr nicht? Ich habe alles gesehen, aber zu dritt auf diesem Roller. Kennt ihr ihn nicht? Ich hab noch nie von YouTube, TikTok. Stark, Alter. Ja, was geht? Wo können die Mädels dich abchecken? Alter, die Mädels können mich abchecken auf eigentlich überall, aber ich weiß gar nicht, wie scheiße. Ja. Ja. Jetzt hättest du die Möglichkeit, dein Insta zu sagen. Snap oder so. Ich habe ein neues TikTok gepostet. Man kann mich finden bei TikTok Romeo_CHL. Kann man finden. Folgt auf Insta. Ich hab ein Irgendwas mit Jonah. Jonah, ja. Oh mein Gott. Ja. Stark, Jungs, stark. Darf man anfassen? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, das ist nicht. Seid ihr live auf? Ja, wir sind Ja, live. wir sind live. Wirklich live. Oh! Live, wie viele Zuschauer, wenn man fragen? Wir haben wir gerade. 3620. Oh! Ey, Alter, eine Zuschauer. TikTok sieht uns ganze. Ja. Bleibt stabil, Jungs. Ey, bitte hau mich nicht. Ich hab Angst, ja. Schönen Tag noch. Hey, haut rein, Jungs. Yalla. So, mach's gut. Liebe Zuschauer. Ja, nur Liebe an euch. Aber ey, mach keinen Scheiß, okay? Nein, wer zu dritt auf dem Roller fährt. Weißt du, wir waren auch mal jung. Das darf man nie vergessen. Hey Marcus, do you mind, Marcus? Flick in a quick pic. Hey Urs. Hier ist auch gleich der Spät hier. Boah, dieser Matcha hat richtig reingeschaltet. Ich bin voll Koffeinüberdosis, Mann. Was? Digga, damit hast du dich gerade beerdigt auf YouTube. Hä, wieso? Zitat, der Matcha hat gerade so reingeschallert. Koffein-Overload. Hier war der Spät hier. Da bin ich vor Abreise Olympia 22 vorbeigesteppt. Und da habe ich noch ab und zu Snooze genommen. Weißt du, diese Nikotindinger. genommen? Ja. Weil Ich das hat, vertrag das ja gar nicht, das ne? hat den Hunger genommen, okay? Dann hatte der Typ aber nur, da vorne ist er, hatte der Typ nur unterm Tresen so eine Kiste, ne? Mit so Snooze drin, wo halt drauf stand Sibiria. Ich dachte mir halt, ja, wird schon das Zeug sein, was man halt so benutzt. Aber es war so das Stärkste, was es gibt irgendwie. Du nimmst, glaube ich, so 3 oder 5 oder 10er Pouches, also so Päckchen. Und das waren halt, keine Ahnung, wie viel da drin ist, 50 oder sowas. Bin ich morgens auf nüchternen Magen zum Berliner Flughafen im Uber, saß hinten drin, dachte mir, ja komm, probier mal so ein Ding. Weil ich halt auch schon gut Hunger hatte. Hier ist es, ja.
Ja. Warte. Die hattest du nicht früher. Habe ich schon lange. Ganz am Anfang hast du recht, hatten wir nur die Ja, beiden nur gehabt. die hier. Genau, nur die, Die beiden. habe ich aber nämlich geholt, Alter. Ja, deswegen. Boah, genau, das die haben wir ganz am Anfang gehabt. Ja. Jetzt mittlerweile Velo. Jetzt kommt auch immer NOS, MOS und 1000 solche Varianten. Jetzt kommen die alle wieder. Genau, wenn du auf irgendwas Lust hast, mal lieber gerne. Ja, ich check mal ab, wir gehen erstmal Training und dann. Dann sehen wir uns nachher. Hau Ich rein, bin den mein ganzen Lieber. Tag hier. Ciao, mein Lieber. Okay, ciao. Dass ihr auch seht, dass ich hier keinen Scheiß laber. Ja, und wie gesagt, was ist Minus mit dem Snus? 80 Grad. Hast du gesagt, hast du gehört? Der hat gesagt, die feuern richtig rein. Ja, ja. Habe ich mir reingeballert, dachte mir nichts Böses dabei. Wird schon ein bisschen mein Hunger stillen, ein bisschen angenehm sein. Junge, auf einmal liege ich hinten rechts drin im Uber. Ich dachte mir, in welcher Galaxie fliege ich da rum? Der guckt schon so nach hinten. Dann komme ich am BER an. Ich steige aus, ich merke, ich muss überkrass scheißen. Alter. Okay. Ich renne so mit Kofferding so über den Flughafen. Und das war echt, Männer, ihr kennt's, das war so eine Last-Minute-Aktion. Last-Second-Aktion, besser gesagt. Deswegen Finger weg vom Snooze. Aber es hat ja auch schon eine Sinnhaftigkeit. Nee, Mann. Nee? Wie mein ehemaliger BWL-Lehrer gesagt hat, die beste Droge, die es gibt, die ist ein klarer Kopf. Und damit hat er bis heute recht gehalten. Den Weg hier immer hin und zurück, das war schon was. Ja, das sind so 1,5 Kilometer, würde ich sagen, von der U-Bahn aus. Auch immer asozial Beine geschlachtet und dann auch wieder nach Hause gelaufen. So. Apropos Schlachtung, was steht denn heute im Gym überhaupt an? Rücken. Rücken. Ich glaube, Red Bull ist Gesundheitssache. Ja? Ich denke schon. Warum? Wie warum? Vitamin B. Vitamin B? Ja. Prost. Aber ich hoffe, du rennst dann auch 600 Kilometer. Nochmal bitte? Ich hoffe, du rennst dann auch 600 Kilometer. Deswegen Trinkstoff mit. Ja. Da bist du auch 600 Kilometer raus. Stark, Bruder. Krasses Video, aber. Danke dir. Mit Video und so. Danke dir. Zielgruppe Ardasachi. Spaß. In 6 Jahren, wo ich hier immer hin und her laufe, haben hier wahrscheinlich schon 9 Dönerläden ihren Neustart probiert. Das ist immer ein wechselnder Laden, Das oder? ist immer ein wechselnder Laden, ja. Eigentlich ein ziemlich guter Hotspot. Müsste funktionieren in der Theorie. Funktioniert gar nichts. Ja, müsste halt mal Oggi hinkommen. Ja, und warum halt jedes Mal ein neuer Dönerladen reinkommt? Boah, Nostalgie pur, Alter. Der Gang hier. Kommen jetzt für mir die Erinnerungen hoch, Mann. Das ist hier selbst bei dir, Alter. Du warst an meiner Seite. Ja. Woche für Woche. Ja, hier ist der Eingang, by the way. Ja. Ich merke, der Schimmel ist mehr geworden. Aber den muss man hier auf Lunge ziehen. Sehr gut. Nein. Warte. Boah! Als hätte er es gewusst. Klar, was geht? Schäfer. Hier, du hier. Ebenso. Was geht? Mann. Alles klar? Sehr cool, ist ja eine Überraschung. Ja, normal. Wir waren gestern auf der Hanfmesse. Und Aber jetzt wird gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft, deswegen sind wir heute da. Sehr gut. Ey, was geht ab hier? Das steht an. Gerätetechnisch, Haben wir ein bisschen aufgerüstet. Auch eine Fläche noch. da wird noch was gemacht im Studio. Ja, Geil. wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Richtig cool. Auch lichttechnisch ein bisschen heller oder Ja, hinten im Eck, gell? nicht ein bisschen. Das war ein ganz schöner Unterschied. Ich musste sagen, War stressig? war für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ja. Ist nicht der Bunker dann gewesen. Ja, aber Aber jetzt ist wieder bisschen, der Bunker. bisschen Licht muss da rein.
Also Geil, für alle Alter. Influencer da draußen, jetzt haben wir Licht im Bunker. Das schauen keine Influencer. Was ist denn das für ein Typ, Alter? Ja, ist schon massiv, aber der ist irgendwie breiter Classic geworden, hab ich schon Physik. gehört. Ja, das ist geil, danke dir. Nice. Du kennst doch die Spots hier schon vom Filmen, gell? Du weißt schon, Ich weiß genau, welchen Winkel. du weißt, wo du so- dich hinstellen musst. So ist bei mir auch. Ich kenne schon hier jede Maschine. Ich glaube, so viele Stunden habe ich hier verbracht. Ja, 600 Stunden im Jahr mal 5 sind so ungefähr 3000 Stunden, würde ich schätzen ungefähr. Ist ja fast wie deine Ingame-Zeit bei World of Warcraft. Ich glaube, die war sogar höher. Also damals in Dota 2 hatte ich eine Ingame-Zeit von, glaube ich, 8.000, 9.000 Stunden. Was willst du mir erzählen, ja, du Pleb? Du bist nicht dedicated genug. Das ist ja geisteskrank. Ja, wir machen mal wieder mein altes Rückentraining hier. Wenn ich es noch ganz zusammenkriege, aber schon gefruchtet hier. Aber es ist ein gewisser New School-Vibe auch da. Es ist auf jeden Fall Die bessere Beleuchtung ist zwar richtig, aber irgendwie ist es nicht oldschool. richtig, aber auch falsch. Aber ja, ist schon New School-lastig hier. Alles klar. Alles gut? Ja, Mann. Oh, ja, hat sich schon verändert hier. Was fehlt denn hier? War hier nicht eine Wand oder Da war so? so ein Rack und da war eine Wand, ja? Hier war eine Wand, gell? Mhm. Ja, Mann. Hier war so ein Mini-Posing-Raum damals, oder? Ja, der war da, glaube ich, da hinten. Ah, der war auch hier. Ja. Hier war auch ein Aufzug. Ja, guck, hier ist der Aufzugsschacht. Was? Also das muss man den Jungs vom Bunker lassen. Die nutzen jeden Winkel aus, um hier noch was reinzufeuern. Ist cool. Den Raum da hinten kenne ich noch vom 8-Hour-Arm-Workout. Oh ja. 8 Stunden Arme trainiert hier. Geil. Aber ja. Blutjung. Blutjung war ich da. Das war der zweite Olympia. Sogar noch die Gewichte von früher im Kopf. Das ist doch was. Ist schön, wenn man die dann einfach so maßlos überbietet. Früher so 5 oder 6 Wiederholungen gemacht, jetzt irgendwie so 10. Das hat schon Vibe hier drin. Bisschen New School-lastig geworden, gebe ich dir recht. Aber Es ist trotzdem, ich komme immer wieder dahin zurück, es ist trotzdem für Berlin eigentlich eins der coolsten Gyms. ja, es ist das coolste Gym. Ja, kann man schon so Ich sagen. kenne alle, 100%. Also das ist schon sehr cool, was so Bodybuilding angeht, auf jeden Fall. Alles sehr technisch am Trainieren, die Jugend. Tja, woran das wohl liegt, ich weiß nicht, wer die Leute influenced hat, technisch zu trainieren. Weißt du es vielleicht aus? Wer daran schuld sein Aber nicht könnte? so technisch. Weil das ist andere Schule. Man erkennt immer die eigene Schule in den Ausführungen. Oh! What's up? Big. All good, bro. How are you? Good to meet you. Nice to see you. Good to see you again. How is it? Yeah, good. You got bigger. Yeah, okay. Nice. How's everything? I'm trying my best. Good to see you, eh? Nice. Always a pleasure. Consistency. Mr. Consistency. 6 years. Have fun. You too. Sitzt doch hier der Handgriff beim Selbstspotten. Da gab es doch keine Trainingspartner, Alter. Ja, man muss bedenken, ich habe die ganze Zeit eigentlich ohne Partner trainiert. Ja gut, ich war auch ein bisschen dein Partner. Ja, mental. Mental warst du immer gut dabei. Aber kannst halt nicht gut spotten. Spaß. Aber auch okay. Ganz ehrlich, ich hätte vielleicht auch deinen Charakter geformt und deine Willenskraft. Aber weißt du noch, das hat mich immer gesagt, das hat mir hier so gefehlt. Ja, So ein das hat krasser auch gefehlt. Ich meine, Trainingspartner. jetzt War wo, schon man, sehr einsam. jetzt wo man sieht, wie geil du auch aufblühst, wenn Ja. du jemanden wie einen Dennis dabei Ja. hast, das fruchtet schon sehr. Ja. Es kann einen zerstören oder es kann auch einen verbessern.
Und wahrscheinlich wollte ich es damals nicht riskieren. Weil damals war es immer me, myself and I. Und man darf auch nicht vergessen, verlassen. So viel wie ein guter Trainingspartner verbessern kann, kann schlechter halt auch Sachen verkacken. Das meine ich, genau. Ja. Genau, das meine ich. Da muss man sich auch immer ein bisschen neu finden. Ja. Bin ich auch oft mit Dennis im Gespräch und sage, hey, zu viel gerade gelabert, zu viel über andere Themen, zu viel Bullshit. War letztens auch so, habe ich gesagt, ey, jetzt ist wichtig, dass Gas gegeben wird. Und dann können die Gespräche sich hinten anstellen. Aber hast du dich vielleicht auch entwickelt, weil der Urs vor 2-3 Jahren hätte vielleicht eher runtergeschluckt und es nicht angesprochen? Ja. Mittlerweile 100%. weißt du auch viel mehr, was du brauchst und kannst es auch kommunizieren. Ja, ich bin schon sehr straight geworden, was so alles angeht. Wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe oder so, dann bin ich da ziemlich direkt geworden, kann man schon so sagen. Gott sei Dank, aber lange genug nicht gemacht. Glaubst du eigentlich, mein Muskel denkt sich gerade auch so, warte mal, das kenne ich doch irgendwoher, Digga. Das holt so Festplatte von vor ein paar Jahren raus. Denke ich mir voll oft, da muss ich gleich lachen. Ha? Diese Chest Supported T-Bar, die abgesägte Schrotflinte, wie ich das Ding immer genannt habe. Stimmt. Weil die war eigentlich mal länger. Die wurde dann hier wieder zusammengeschweißt. Mit schön direkt Blickkontakt zum One and Only. Sorry, Jungs. Die hat sich schon immer gut dran trainiert. Ja, ich erinnere mich auch. Ich stand ein bisschen schräger damals. Ja, viel Frust und so war hier am Start. Kannst du die 15er ganz kurz mal runterhieven? Fällt doch gerade ein, dass es hier auch neue Maschinen gibt. Früher musste ich noch mit dem Fernseher hier Sound anmachen. Ja, wird aufgerüstet. Diese Beinpresse wurde auch immer so heftig weggeschlachtet. Kennt sie noch? Alter, ich erinnere mich, als du mit Christian und Stefan da dran saßt. Ja. Stefan Pützer sah aus, als hätte er ein Kind geboren. Liebe Grüße. Und auch die Ego-Scheiben. Oh ja. Die wolltest du auch für deinen Gym besorgen. Ja, genau. Dann hat er sich nicht gemeldet oder so. Hat's nicht mehr geklappt, aber ich habe ja andere Dünne jetzt. Die machen auch ihren Job. Ich komme gerade in diesen alten Flow von unseren Aber Videos. du wirst erstaunlicherweise viel in Ruhe gelassen auch. Ja. Ich werde viel in Ruhe gelassen, bis dieser Typ kommt. Warum nicht jetzt? Weil der ist bekannt im Bunker dafür, dass der viel seinen Mund trainiert. Ah. Weißt du, was für ein Schlag? Nee, du hast das für mich. Ist geheim. Story Sniper ist der. Nein, nichts. Was? Okay. Ist deine. Was ist deine? Ist für dich? Ja, verteilen. Ich werde gar nicht mehr losmachen. Wie viel verkaufst du die, sag mal ehrlich? 5,5 Ja. offiziell. Also wenn ihr mich seht, einfach ansprechen und ich gebe euch her. Ja. Das ist der Dealer, ja. Der Bunker-Dealer. Bruder, nicht schlecht, ja, aber ich habe damals bei Urs gesehen, macht man unilateral. Ich wollte gerade sagen, macht überhaupt jemand die noch beidarmig? Eigentlich sieht das Setup bei den meisten immer so aus. Ja, ich dachte, so ist richtig. Ja, weil jetzt im 10 Grad Winkel. Guck, wie der Fisch, Alter. Ich wusste, dass du es machst. Das hat er schon mal gesagt. Ich bin ein bisschen klein, ich muss da rankommen. Leg das Gewicht in die Hand und zieh richtig dran, Alter. Abgesegnet von ihm. Ja. Da schon. Das sehe ich nur einen Rentner, Alter.
Kein Wunder, trainieren die 3 Stunden immer. Ich habe 4 Stunden Beine trainiert. Heutzutage geht es darum, das Gerät, was man hat, möglichst krass umzubauen. Bruder, komm nächste Mal mit Lackierstift noch. Mach Das ist andere eine Farbe. Tasche. Guck mal, ich bin Wenn das Gerät 100% auf seiner Seite, aber das dieses Gerät- eine... das Gerät grün anweist, dann denkt dein Körper auf, dein Kopf denkt, okay, grün sieht aus wie Hulk und Hulk hat ja auch Muskeln. Nein, da gibt es eine Studie. Ich kann nicht lesen. Die ballert so auch, Alter. Ich weiß gar nicht, was los ist hier. Ist mir so heiß oder ist es hier einfach ziemlich warm? Kenne ich noch eisige Zeiten hier. Hoffentlich musst du nicht gleich pinkeln gehen. Aber ich würde gerne mal wissen, wo dieser besagte Spot Ja, ist. komm. Darfst du aber keinem sagen. Das sieht schon wieder anders aus hier. Aber eigentlich in der Theorie war es hier. Aber wie gesagt, war eine andere Zeit. Sah anders aus hier. Ja, mal mit dem Lastaufzug Ist der von draußen? ist man von draußen hereingekommen während Corona früher. Also in der Theorie. In der Praxis natürlich nicht. Doch, wo ich Profi war, dann wurde es auch in die Praxis umgesetzt. Als Profi durfte man noch trainieren. Seiner Arbeit nachgehen. Das waren die letzte Übung jetzt, Überzüge. Ja. Um dieses nostalgische Rückentraining abzuschließen heute. Ja. Und es ist Montagmittag. Man kennt hier nicht die Stoßzeiten. Kannst du nie antizipieren, ob jetzt gerade voll ist im Bunker oder nicht. Kannst du Samstagabend kommen, die Hütte ist voll. Oder du kommst manchmal, keine Ahnung, Montagabend und es ist komplett leer. Ja, schon cool, aber. Pump, Alter, ohne Witz. Schiebt schon wieder dreckig an. 2, 1. Dann bist du schon am Pumpen hier. 4 Monate oder so. Ja. Ich habe erst 10 Kilo abgenommen. Geil. Ich habe damals ein bisschen gemacht, da war ich fittig halt. Ja, gut. Aber hier ist halt... Da geht ja nichts vorwärts. Hier schon, Alter. Ich habe aber echt teilweise hier große Momente der Verzweiflung gehabt. Große Momente, wo ich kurz davor war, alles hinzuschmeißen und so. Ja, war schon eine wilde Achterbahnfahrt hier im Bunker. Ja. Ich glaube, der Druck damals auf dir, der war halt auch, kann man schwer nachempfinden. Ja, ja, schon. Man kann das auch nicht so wirklich beschreiben, finde ich. Es wird dann immer nur so umgangssprachlich gesagt, boah, ja, dein Druck muss ja immens sein. Aber so Ja. richtig dieses Gefühl kannst du ja nicht haben. Das haben auch, ich kann das nicht Du wirklich kannst nachempfinden. Gefühle nicht beschreiben, so genau wie die wirklich sind. Ja. Jeder, der mal verliebt war, kann das zum Beispiel nachempfinden, weißt du. Das kannst du ja so einfach nicht beschreiben. Deswegen war auf jeden Fall, aber ist nach wie vor ja der gleiche Druck, wenn nicht sogar noch mehr Druck irgendwo. Also klar, aufgeteilt, aber du lernst einfach viel besser damit umzugehen. So. Ja. Das kommt vielleicht mit dem Alter oder mit der Reife in der Situation. Oh. Das war's. Die Stange geht immer mies auf die Hände hier. In diesem Sinne, hau mal ab. So kann also Luft auch riechen. So kann Luft auch riechen. Boah. Aber- War schon immer so ein Ding, hier rauszukommen nach dem Training. Aber du kaufst halt auch, wenn du da reingehst, die Full Experience. Auf jeden Fall. Deswegen ist halt alles Eine mit Lunge dabei. weiß ich nicht, Die trainierst du auch noch mit. was die 6 Jahre mitgemacht hat. Ja. Aber
es hat schon gewirkt, was man da unten gemacht hat. Muss ich immer wieder sagen. War früher, also jetzt ist ja wirklich geil ausgebaut, equipmenttechnisch. War früher noch nicht so krass ausgebaut und trotzdem kann man es zum Olympia schaffen. Da geht es nur um den Wille und nicht um das optimalste Training und die optimalsten Geräte. Ist alles schön und gut und macht dich alles auch besser, keine Frage. Aber wenn der Wille nicht da ist und du so ins Leere blickst und dann irgendwie auf dem Gerät sitzen bleibst und ein bisschen deinen Satz machst, das ist nichts. Aber Uber ist da, wir gehen was essen. Geiler Laden hier. Danke dir. Danke. Das ist der Power Juice, oder? Ja. Warum lacht ihr jetzt? Was habt ihr denn gedacht? Ich dachte, den machst du selber, den Power Juice. Den Power Juice macht man hier, den sticht man auch an. Ja, der geht auf jeden Fall rein in die Vene. Ja, ist ganz geiler Laden. Der Arda war ich schon hier gewesen. Warst du auch dabei. Und hier gibt es ganz geile Bowls, so Kumpir. Und hier habe ich früher in der Off-Season immer ganz gerne auch so Chicken and Rice Bowls gegessen. Ja. Und was genau hast du drin? Ich habe drin Quinoa, was ist Bulgur, dann normalen Reis. Hier nehme ich immer Bulgur, weil wann kocht man sich zu Hause mal Bulgur? Gar nicht. Also, ja, bisschen bunt gehalten die Bowl. Tomate drin, bisschen Mais, bisschen Chicken, also ordentlich Chicken und Karotten, ja. Das ist ganz geil, das lassen wir uns jetzt hier schmecken. Bevor es weitergeht. Geht immer weiter, geht immer weiter. Guck mal hier. Was ist das? Hier schon noch so ein schönes Erdinger für dich. Ja. Ist noch ein bisschen was drin. Ich bin drinne. Gibt's ja auch einen Fahrstuhl? Auf gar keinen Fall. Ey, welche Etage? 4. Du wirst richtig geil sterben. Oder kann ich meinen Koffer hier unten lassen? Oder wird hier Zapzalat betrieben? Boah. Schwer, Bruder. Schwer, wirklich. Ja, okay. See you in an hour. Okay, buddy. Okay, buddy. Ich kann den Koffer tragen. Arschloch. Ach, Berlin ist doch schön, oder? Ja. Aber für jedes Haus kein Fahrstuhl. Ich kann wenigstens 4. Etage, nicht 9. Marley. Achso. Henna, sag doch was. Was geht, Bro? Ja, jetzt wird hier eine Stunde gestreamt, Alter. This is where the magic happens, baby. Niemals. Ich trainiere gerade ein bisschen so mein Posing. Ja. Hau mal raus. Ein paar Posing-Spiegel. Wo ist der Backspiegel, Alter? Ja, Oh, ich werde so einen miesen Rückfallzieher. Wie sagt man? Fallrückzieher. Ich brauche auch einen an der Decke eigentlich auch, damit ich so auch so mein Money Spread üben kann, weißt du? Ah, warte, ich spende dir noch was dazu. Because we only got some dollars, you know. Ey, wusstest du, dass es $2-Scheine gibt? Ja? Es gibt wirklich Ja, $2-Scheine. 100%. 5 Zweier, 1er, 2er, 5er und die Münzen sind abgefuckt in den United States of America. Ey, we don't do coins. We don't do coins. Deswegen, du brauchst Geldbeutel ohne Coins. American You know, I'm telling buddy, alright, buddy. American Express. Aber ich sage, dein Portemonnaie ist ein bisschen kindisch. Okay. Man braucht nämlich den Cardholder. Ah, okay. Und Scheine dann einfach direkt in Dings. Ja, ein Bündel eigentlich so. Du hast schon den Money Spread.
Ja. Also ich habe hier eigentlich alles, was man braucht. Guck mal, ich habe zum Beispiel Aber nur eins. eine kleine Digitalkamera, Die ist geil. mit der man so kleine Fotos machen kann. Ja, die will nicht. Die will halt nicht, Ah, oder? doch. Ich glaub, ist richtig schön geworden. Geil. Dann habe ich ein iPhone 5 natürlich. Alter, legendär. Ein Labubu. Nein, machst du diese oder was? Ganz viele. Wo ist das Labubu? Ganz viele Hand Sanitizer. Okay. Because we gotta stay sanitized. Ja, normal. Und so. Dann, oh! Beste Leben. Fix dir Beste einen. Leben. Alles gut, Bro. Wo sind wir? Was machen wir? Bro, wo sind wir? Was machen wir? Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Wir waren im Gym vorher und wir fragen so, kennst du Marley? Du warst im Gym. Was machst du da? Ich hab's Musik probiert, an? heute Probetraining gemacht. Jedenfalls waren wir im Gym und da haben wir gefragt, so, kennst du Marley? Und der Junge war so, ja klar, richtig cool, Alter, so. Ja, guck mal, wie stolz er da ist. Warte, noch Kinn ein bisschen höher. Ja, okay. Ja, heute normal. ist ein großer Tag. Love you to death, kid. Ja, normal. You're a good kid. Geil. Ja, wir streamen heute. Aber wie findest du die Premiere. Band? Ja, ich weiß doch. Aber ich kenne sie. Jetzt geht's ans Eingemachte hier. You get glazed up, buddy. Ja, Mann, wir streamen jetzt hier auf jeden Fall bei Marley. Checkt ihn ab. Marley Global auf Insta. Warum eigentlich Global? Weil du so... Because we're going global, baby! Okay. Ja, du Wichser. Ja, ich check schon. Ja, Mann. Könnt ihr euch reinziehen auf Twitch. Und ja, dann gehen wir noch ein bisschen in die Kiste. Aber für euch ist jetzt Zeit. Okay. Dann gehe ich mal. Dann lasse ich euch mal. Bis Get zum out of nächsten here, Mal. dude. Love you to death, kid.